Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ja, es gibt Neuigkeiten aus dem Hause Natix bzw. Natix Network, und zwar wird Natix auf der Solana Blockchain starten. Das heißt, da wird es dann auch den Natix Token geben. Mehr dazu erzähle ich euch gleich. Jetzt möchte ich erstmal erklären, was Natix eigentlich genau ist, wie Natix funktioniert und wie auch ihr mitmachen könnt. Und das natürlich absolut kostenlos. Das heißt, ihr müsst euch keine Hardware, nichts dafür kaufen. Das Einzige, was ihr dafür braucht, ist ein handelsübliches Handy, also ein Smartphone und eine Internetverbindung, und schon seid ihr letztendlich mit dabei. Ja, was ist Natix Network? Es steht hier schon: ein globales Kartierungsnetzwerk intelligenter Kameras. Auf gut Deutsch gesagt ist es halt eben so, dass ihr, wenn ihr mit dem Fahrzeug oder mit dem Motorrad oder mit dem Roller unterwegs seid, ihr euer Handy laufen habt, also die Kamera. Und da ist es so, dass das aufgezeichnet wird. Dafür bekommt ihr Rewards. Wie sich das genau gestaltet, zeige ich euch natürlich auch gleich nochmal hier auf der Seite. Ja, die ganzen Partner seht ihr hier, zum Beispiel Peak, auch bekannt in dem Blockchain- bzw. Deepin-Bereich. Ihr seht hier Google, Nvidia, Amazon, Telekom, Solana ist klar, darauf wird sie auch laufen. Mit Dimo gibt es wohl auch ein Joint Venture. Und was halt auch eine wichtige Information ist: Natix Network ist eine deutsche Firma, ist ein deutsches Unternehmen. Das heißt, wenn ihr mal eine E-Mail von Natix Network bekommt oder schon dabei seid, guckt mal in den Footer unten rein, also quasi im letzten Abschnitt der E-Mail seht ihr, ist ein deutsches Unternehmen. Ich hatte mit denen auch schon Kontakt gehabt. Also das hat alles seine Richtigkeit. Ja, angefangen beim Smartphone. So ist es eigentlich richtig. Also ich hatte es eben schon gesagt, ihr braucht ein Smartphone dafür, damit das Ganze funktioniert. Das Smartphone klemmt ihr euch ans Fahrzeug beziehungsweise mit einer Handyhalterung. Ihr filmt dabei eure Umgebung, das heißt den Straßenverkehr. Ihr bekommt halt eben dafür Belohnung, dass zum Beispiel Verkehrszeichen und so weiter erkannt werden. Ja, und nebenbei erstellt quasi Natix eine eigene Karte, Mapping sozusagen. Also ich sag's mal so, sowas ähnliches wie Hive Mapper ist es, nur mit dem Unterschied, dass ihr hier keine Einstiegskosten habt. Genau, hier ist quasi die Mission hinter Natix. Ihr seht hier dezentrale Mapping-Ökonomie. Das bedeutet, dank allen, die mit dem Smartphone draußen unterwegs sind und da ein bisschen mitmappen, wird halt eben die Karte erstellt für eine Smart City und so weiter und so fort. Und auch gleich nochmal hier als Hinweis, weil das sehr oft gekommen ist: die Aufzeichnungen werden durch eine KI nochmal bearbeitet, also eine AI, künstliche Intelligenz. Das heißt, Kennzeichen bzw. auch Gesichter werden unkenntlich gemacht. Somit seid ihr auch DSGVO-konform mit den ganzen unterwegs. Ihr seht ja auch nochmal Datenschutz durch Design unserer KI, Edge Computing Technologie auf dem Gerät gewährleistet Datenschutz und Sicherheit. Persönliche, unsensible Informationen verlassen niemals das Gerät. Das heißt, es wird niemals von eurem Smartphone weitergeleitet. Ja, ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, Dashcam-Aufnahmen mit der App zu machen, geht natürlich auch. Ja, und es wird halt eben nicht weitergeleitet, das heißt, ihr verstoßt damit nicht gegen irgendwelche Verordnungen sozusagen. Ja, wie es funktioniert, Datenerfassung, ich hatte es eben schon mal gesagt, ihr seht hier quasi die Kästchen. Das heißt, Natix und die KI guckt zum Beispiel, was sind für Fahrzeuge unterwegs, Fußgänger, auch Verkehrszeichen etc. werden aufgezeichnet, und ihr bekommt halt eben da jedes Mal die Punkte dafür. Das heißt quasi die Belohnung. Das Ganze geht dann in die Datenvalidierung. Das ist halt eben so ein Schritt, den brauchen wir uns jetzt erstmal nicht näher betrachten sozusagen. Und Datenmonetarisierung hatte ich ja eben schon gesagt. Ihr kriegt halt eben dafür eine, eine Belohnung dafür, dass ihr quasi mitmacht. Hier steht es auch nochmal, dass Kamerabesitzer für ihre Beiträge belohnt werden. Ich hatte es eben schon gesagt, das funktioniert mit dem Auto, auch mit dem Roller, mit dem Motorrad. Allzu langsam dürfte nicht sein, da funktioniert es natürlich nicht. Also mit dem Rad wird es schon ein bisschen schwieriger, da muss man schon ein bisschen in die Pedale treten. Für die geübten Radfahrer geht es natürlich auch, aber 15 bis 20 km/h ist so der Schnitt, was man mindestens fahren muss, damit das Ganze funktioniert. Ja, ich hatte es eben ja schon gesagt, Lafacom App, so sieht das Ganze aus. Ihr könnt es euch im Fahrzeug installieren und ihr könnt euch die App für Android und Apple-Geräte runterladen. Android und Apple, ja doch eigentlich, ja doch Android, also ein Standard Samsung oder irgendwas in der Richtung. Und Apple dann halt eben mit iOS. Könnt ihr euch runterladen. Link dazu packe ich euch nochmal in die Videobeschreibung unten rein. Wer unseren Link benutzt, kriegt dann eine kleine Belohnung, wie halt eben auch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, nutzt unseren Link, da hat jeder was davon.
Ja, eine Kryptowirtschaft, die von 250 Milliarden angetrieben wird, ein Geodatenmarkt. Das hatte ich ja eben schon gesagt. Das ist so dieses Grundprinzip von Natix. Ihr seht ja auch nochmal die neuesten Nachrichten aus dem Blog. Und hier haben wir auch das Thema, worum es jetzt eigentlich geht in diesem Video. Ich wollte es euch nur noch mal vorstellen. Also mal ganz kurz. Ihr braucht nur ein Smartphone, wenn ihr regelmäßig mit dem Fahrzeug unterwegs seid. Ihr filmt quasi während der Fahrt nach vorne und ihr kriegt dafür eine Belohnung, dass ihr filmt, und Matix erstellt quasi eine Karte. Also Prinzip wie Hive Mapper. Ja, gucken wir mal in den Beitrag rein. Natix Token wird auf Solana eingeführt und bringt Deepin und KI in das mobile Zeitalter von Web 3. Ich meine, Natix ist nicht das erste Netzwerk, das erste System, was das halt eben tut, das eine KI verwendet, um irgendwas in der Richtung zu mappen. Das ist ja ähnlich, wie ich es ja schon gesagt habe, wie bei Hive Mapper, gleiches Prinzip, nur halt eben hier basierend auf Solana. Ja, und Drive to Earn, oder wie sich die Geschichte am besten nennt. Wir finden es halt echt interessant. Also ich selber habe auch die App bei mir drauf, wenn wir mit dem Fahrzeug unterwegs sind. Ich habe mir bei Amazon eine Handyhalterung mit Saugnapf geholt. Nee, das war noch nicht mal bei Amazon, das war irgend so ein Laden, wo das war, wenige Euro hat es gekostet, funktioniert einwandfrei. Ja, warum Solana? Hier in diesem Beitrag wird nochmal explizit erklärt, warum man sich für die Solana entschieden hat. Geht halt eben um das Spitzentechnologie und dynamische Ökosystem von Solana. Meine persönliche Meinung zu Solana ist geht ein bisschen auseinander. Ich sag's mal so: Solana ist nicht die stabilste Blockchain, das muss man auch dazu sagen. Das ist halt eben so. Und deswegen, es gab viele Ausfälle bei Solana, es gab auch viele Major, also viele große Probleme bei Solana. Dennoch steigen aktuell viele Projekte in der Richtung auf Solana ein. Hier steht auch nochmal dementsprechend warum, und ich sage es mal so, ist auf jeden Fall ein guter Schritt. Viele von euch werden wahrscheinlich eine Solana-Wallet haben, gerade die auch im Umfeld von Helium unterwegs sind. Helium hat ja auch letztes Jahr im April auf Solana umgestellt, und da hat man ja sowieso die Wallet. Über diesen kann man dafür auch die Helium-Wallet benutzen. In der App könnt ihr die Helium-Wallet benutzen bzw. verbinden. Funktioniert alles ohne Probleme, wird auch hier nochmal erklärt, beziehungsweise Solana Wallet Verbindung. Ihr braucht einfach nur euren Public Key, also eure Solana Adresse, und dann könnt ihr euch damit verbinden. Ja, wer sich nochmal in Ruhe durchlesen will, ich packe euch den Link vom Natix Network auch nochmal in die Beschreibung rein, beziehungsweise auch nochmal die Anmeldedaten, beziehungsweise auch unseren Partnerlink, den wir da haben. Jeder, der mitmacht, unterstützt uns natürlich auch, beziehungsweise unterstützt diesen Kanal, deswegen können wir das vorstellen. Ich kann leider noch nicht sagen, wie hoch die Belohnung ausführen, also beziehungsweise kommen werden. Was ich aber gesehen habe, was ich euch noch zeigen möchte, ich glaube, ich habe das hier im Blog irgendwo gesehen, genau, also Natix hat sich eine Finanzierung gesichert. Das heißt, das sind aber die sogenannten Seed Rounds, die vorher laufen, wo halt eben in Anführungsstrichen so ein bisschen Kapital zusammen gesammelt wird. Wir haben 4,6 Millionen Euro an nächsten Dollar, also 4 Millionen Euro zusammengekratzt, sage ich es jetzt mal so salopp, sind in die Gespräche gegangen. Ihr seht auch hier nochmal, und hier wurde halt eben eine Finanzierung von 4,6 Millionen US-Dollar für den Natix-Token zur Verfügung gestellt. Das ist dann auch sozusagen die Liquidität. Ich gehe davon aus, dass halt eben das meiste davon in Liquidität geht, oder ich denke mal, dass vielleicht 3 Millionen in die Liquidität reinwandern werden für den Natix-Token auf der Solana-Blockchain. Der Rest für die Projektentwicklung verwendet wird, so ist es ja bei den meisten. Und das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Geschichte. Hier in diesem Beitrag wird das Ganze nochmal erklärt, wie das funktioniert, wie es zusammengesetzt hat. Und das ist auf jeden Fall das Startkapital, und von daher gehe ich mal von aus, dass halt eben auch sehr viel an die weitergegeben werden, die das betreiben. Also du und ich mit der App sozusagen mit Natix unterwegs sind. Und ich gehe mal von aus, dass es wirklich nochmal einen Hype geben wird, was Natix angeht. Und deswegen, jeder, der jetzt schon mit am Start ist, sammelt jetzt schon Punkte. Ne? Das heißt, den Natix-Token, und dann irgendwann habt ihr die Möglichkeit, den in Solana, beziehungsweise auf der Solana Blockchain umzuwandeln, Natix-Token in eine andere Währung, dann vielleicht oder dann halt eben in Solana umwandeln.
wie auch immer. Und vielleicht lohnt sich das auch, man weiß es halt eben nicht. Wichtig ist halt eben für euch nochmal zu wissen, das Ganze ist 100%ig kostenlos. Das heißt, ihr könnt euch die App runterladen, ihr könnt mitmachen, es kostet euch nichts. Und ihr habt auch die Möglichkeit, eure Punkte, Token, Gems, also es gibt noch so Diamanten, die man sammeln kann, auch in Sachprämien zum Beispiel einzutauschen. Das geht natürlich auch. Oder halt eben in Amazon-Gutscheine. Man kann halt eben bei quasi Auslosung für Amazon-Gutschein ein paar Punkte opfern, um in Auslosung dabei zu sein. So funktioniert das ganz grob. Ja, ansonsten würde ich sagen, soll es das jetzt erstmal für mir gewesen sein. Link packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung rein. Die Anmeldung, den Anmeldelink für die App selber packe ich euch in den ersten Kommentar rein. Guckt es euch in Ruhe an, do your own research. Vielleicht wird's was, vielleicht bleibt von den 4,6 Millionen bei uns irgendwo was hängen oder bei euch oder wie auch immer, beziehungsweise ich wünsche mir immer, dass ihr die maximalen Erträge mit solchen Projekten macht. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis die Tage, bis später. Ciao.